Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und heute habe ich mir eine kleine Videoidee überlegt, die mir am Wochenende eingefallen ist. Und ja, auf diesen Gedanken kam ich schon länger mal vor einer Zeit, aber jetzt habe ich mir gedacht, so, hey, eigentlich kann man das mal probieren. Mal testen, wie das Ganze so funktioniert, wie das ankommt. Und ja, die Challenge lautet quasi, ja, das ist die One Death Challenge, würde ich einfach mal so sagen. Ne? Also Mission oder beziehungsweise die Aufgabe dieser Challenge ist, dass ich auf irgendeinen Random Server, den Server werde ich nicht verraten, ich werde auch so gut es geht nicht in die Ehrenhalle reinklickern, um halt eben zu vermeiden, dass halt Leute irgendwie auf irgendwas kommen könnten. So, ich werde mal schauen, was wir hier so an Gilden haben auf den Server. Und ja, das Ding ist bei der Challenge, ich darf nur einmal sterben und wenn ich halt gestorben bin, sei es durch einen Arena-Kampf, irgendeinen anderen Angriff oder durch einen Dungeon-Boss, den ich vielleicht nicht schaffe oder so, dann ist der Account hinfällig und ich kann ihn löschen. So, das ist Aufgabe dieser Challenge, ja. Wie sehr das Ganze funktioniert und klappt, keine Ahnung. Ich habe mir einfach mal gedacht, man kann es mal ausprobieren so, just for fun und vielleicht ist es ganz cool. Ich weiß, dass, ja, ich jetzt ja nun gut ein paar Zuschauer habe, die eventuell rausfinden wollen würden, wo ich spiele, auf welchen Server, um mich dann halt zu killen, um dieser Challenge halt relativ schnell ein Ende zu bereiten. Ja, das ist natürlich eine Sache, mit der muss ich rechnen. Deswegen ja, probiere ich das Ganze einfach mal aus. Ich würde an eurer Stelle einfach, oder ich würde an euch mal plädieren, tut das bitte nicht. Ja, versucht mich mal so gut es geht spielen zu lassen und wenn ich halt einen Arena-Angriff irgendwie hier verlieren sollte oder so oder irgendeinen anderen Kampf, einen Dungeon-Boss und mein Account einmal gestorben ist, ja, dann ist es halt so, ne? Gut, also wie gesagt, Random Server auf jeden Fall hier. Ich habe einen Kundschafter gewählt und ja, bevor das Video losgeht, nochmal ganz kurzer Werbeeinschnitt. Ja, und zwar mein Energy-Partner von ja, Holy Energy, ja, die haben eine neue Sorte auf den Markt gebracht. Das ist persönlich jetzt meine Lieblingssorte, muss ich sagen. Das ist Blueberry Coconut, ja, Blaubeere Kokosnuss. Schmeckt übel nice. Wer auf diese Geschmacksrichtung steht, der kann sich das gerne ziehen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr noch einen kleinen Rabatt, wenn ihr meinen Code eingibt. Deswegen Grüße gehen raus an der Stelle. Übelst geile Sorte, feiere ich sehr, sehr, sehr geiler Geschmack. Und jetzt geht's los mit dem Video. So, also wir werden hier dort die Undercover spielen. Ja, wir sind auf geheimer Mission und dürfen nicht sterben. Das ist die Mission dabei. Ja, wir skillen natürlich erstmal in Geschick rein hier. Das ist erstmal unsere allererste Mission. Und dann werden wir mal schauen, was wir für Gilden hier auf dem Server haben. So, und anhand der Gilden kann man natürlich schon rausfinden, auf welchen Server ich spiele. So, ne? Das ist halt das Risiko, was ich mit dieser Challenge hinnehmen muss, falls ich, ja, denn drauf gehe, dann ist das so, dann ist die Challenge vorbei. Ich finde persönlich, man kann die Challenge besser aufnehmen, wenn man irgendwie mehrere Videos im Vorhinein aufnimmt und die dann im Nachhinein hochlädt, weil sobald man so ein kleinstes Detail halt sieht, auf welchen Server ich sein könnte, dann werden Spieler auf den Server kommen und mich killen, so, ne? Damit muss ich halt rechnen. Mittlerweile gibt es halt auch schon so eine Cracks, die halt auch schon anhand meines Namens rausfinden können, auf welchen Server ich mich finde. An die Leute, die das sehen und wissen, da bitte ich dann auch, mich dann dementsprechend in Ruhe zu lassen. Dankeschön. Und ja, ich würde mal sagen, wir joinen einfach mal in die erstbeste Gilde rein hier. Ja, mal gucken, wen haben wir hier? Das sind hier die Barks, ja. Da schreiben wir erstmal ganz gepflegt rein hier, hello, hello, it's me. Ja, ich meine, ich hätte vielleicht auch einen anderen Namen wählen sollen, so, ne? Also das ist vielleicht nicht die schlauste Idee, aber es ist ja jetzt erstmal nur so zum Testen, ne? Wir mal gucken, was wir hier so reißen können. Wir haben nämlich schon mal einen, der heißt hier Tetrax YouTube. Ja, das ist nämlich schon ziemlich sass an der Stelle. Das könnte mich hier schon irgendwas kosten. Naja, auf jeden Fall haben wir ein paar Boni jetzt erstmal, mit denen wir questen können. So, ich habe 25 Pilze aufgeladen und bevor wir hier überhaupt irgendwas starten, muss ich erstmal schauen, ob wir überhaupt noch einen Coupon einlösen können. Da ich nicht auf Welt 55 spiele, ja, das kann ich schon mal sagen, kann man keinen von diesen aktuellen 55er Codes einlösen. Vielleicht funktioniert noch der vom Discord. Discord Anniversary 3 war das, glaube ich. Ich probiere es einfach mal. Eigentlich wäre es schlauer, den Code später zu nutzen, weil dadurch bekommt man ja ein Extra. Ne? Und das Extra richtet sich halt eben nach den Werten eures Levels.
Deswegen wäre es erst schlau, ja, wir machen es mal so. Wir werden erstmal ein bisschen leveln und dann werden wir versuchen, den Code einzugeben, falls er überhaupt noch aktiv ist. Das weiß ich nämlich gar nicht. So, zuerst werden wir uns natürlich, das ist schon lange her, wieder ein Serverstart hier, sehr lange her, wir haben keine Pilze, aber der Greifendrache, der muss gemolken werden. So, jetzt haben wir 0 Pilze am Start. Das ist hier die sehr pilzsparende Variante. Wir haben ein paar Sanduhren und jetzt werden wir erstmal versuchen, ganz undercover-mäßig, falls wir eine Quest verlieren sollten, ne, dann ist die Challenge auch vorbei. So, ne, also falls ich jetzt hier irgendeine Quest reinscheißen sollte, ich meine, gut, wir sind kein Dämonenjäger, aber ich glaube, mittlerweile verliert er auch keine Quest mehr, aber das war ja anfangs so gewesen, ne, dann ist die Challenge auch vorbei. So, wir dürfen auf keinen Fall sterben durch irgendwas. So, ne, also durch die Quests wird es halt relativ unwahrscheinlich, dass wir da irgendwie draufgehen oder so, ne, aber könnte ja sein, ne, deswegen werden wir erstmal schauen. Wir werden erstmal hier ein bisschen unser Equipment zusammen farmen. Wir sind ja hier auch Free-to-Play. Ne? Das bedeutet, wir haben hier keine gute Grundlage für irgendwas. Deswegen will ich erstmal aus diesem Anfangsraum ein bisschen abhauen hier, wo wir von jedem auf die Fresse bekommen können. So, und erstmal hier wieder ein bisschen skillen. Geschick, zack. Es kann sein, dass dieses Video schon tatsächlich das letzte Video ist, was ich zu dieser Challenge aufnehmen werde, weil es sein könnte, dass ich halt über Nacht jetzt halt abgefarmt werde oder so, ne? Beziehungsweise, dass der Server rausgefunden wird oder dass mich irgendjemand in der Arena angreift oder was weiß ich, ne? Kann ja alles sein, kann ja alles passieren und dann ist die Challenge halt over, so, ne? Und sobald hier in der Post ein Eintrag drin ist, mit, dass wir einen Kampf verloren haben, dann wird der Account umgehend gelöscht, so, ne? Aber bisher sind wir auf jeden Fall noch hier undercover und das ist auf jeden Fall auch gut so. Ja, so soll das erstmal noch sein. So, ne? Und wir versuchen natürlich so lange wie möglich hier undercover zu sein. Es ist auch schön, einfach mal so entspannt auf einem Server hier zu starten, ohne dass man oben links die ganze Zeit irgendwie abgefarmt wird. Das war ja jetzt wirklich Struggle gewesen, die letzten Male, wo ich Serverstarts gespielt hatte und so. Da war es ja wirklich halt häufig so gewesen, dass, ja, keine Ahnung, dass ich hier eine aktive Wechselbörse für die Leute gewesen bin. Manche haben mir Geld gespendet, manche haben mich abgefarmt, so, ne? Und wurde in den Rängen so weit hin und her geschubst, dass ich mich gar nicht dagegen wehren konnte. Und ja, das ist natürlich ziemlich doof an der Stelle. Da kann man auch nichts großartig gegen machen, so, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Wie gesagt, das ist auch jetzt erstmal so der erste Try, den ich mit dieser Challenge machen will. Vielleicht werden wir das Ganze auch nochmal in einer Pay-to-Win-Variante machen. Obwohl, dann wäre es halt noch mehr schade, sag ich mal, wenn wir halt irgendwo angegriffen oder rausgefunden werden von irgendjemandem und dann angegriffen werden. Weil dann steckt da halt noch Geld drin. Und das ist dann noch ein bisschen ärgerlicher an der Stelle und deswegen, ja, probiere ich das Ganze erstmal hier so Free-to-Play. So, erstmal werden wir hier Stufe 10 gleich erreichen, ne? Dann ist es eigentlich Mission, das Sammelalbum zu finden. Sammelalbum wird aber schon schwierig werden. Geschick haben wir einen Helm. Ne, dann nehmen wir den gleich über die Quest mit. Also ich spiele hier jetzt auch nicht effizient oder sowas. Es ist einfach nur wirklich just for fun, ne? Dass wir uns hier ein bisschen equippen, ein bisschen skillen und Mission, beziehungsweise das Ziel dieser Challenge für mich persönlich ist es, den ersten Dungeon-Boss zu besiegen. Ja, in den entweihten Katakomben, ich glaube, das ist das Skelett, was der allererste Gegner ist. Da werden wir versuchen, das irgendwie zu bewerkstelligen, dass wir das irgendwie hinkriegen, ja, den zu klatschen, so, ne? Wird natürlich alles andere als schwierig werden. Oder wird alles andere als leicht werden, so. Es wäre möglich, wenn man es halt irgendwie so anstellt, dass man, ja, keine Ahnung, Pay-to-Win an die Sache rangeht und dann halt eben, ja, sich, ja, ohne dass da jemand Bescheid weiß, von sich hier hochfarmt, so auf Stufe 10, jetzt erstmal hier überall neues Equipment und so, dann versucht in der Ehrenhalle ein bisschen Dings zu füllen. Ich glaube, jetzt hat man die Ehrenhalle gesehen, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, wir sind so bei 10 Minuten, da muss ich mal ein bisschen zensieren. Ja, und dann halt hier sich ein bisschen durchzufarmen, ne? Hier und da ein bisschen
ja, ein bisschen Sammelalbum-Einträge zu generieren, ein bisschen Erfahrung zu generieren und ja, im Level aufzusteigen. Aber das ist natürlich relativ schwierig, ein schwieriges Unterfangen. So, jetzt gucken wir mal. Coupon. Können wir hier das noch so reinkopieren und gibt mir das noch den Bonus? Tatsächlich schon, ja. Wir sind Stufe 10 und wir bekommen 25 Lucky Coins, 50 Treibsanduhren, 25 Pilze und den Schöpfertoast, ja. Das habe ich mir hier auf ja, der Stufe geholt, auf Stufe 10, weil ich eigentlich mein Sammelalbum haben möchte. Aber ob das so funktionieren wird, weiß ich nicht. Wir können auch mal, ja, wir können, glaube ich, den ersten Try auch hier wagen. Ne? Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen, dass wir den hier ohne Probleme schlagen können. Ich meine, die sind ja noch von Stufe 1, deswegen ist das relativ easy. Jetzt wird schon nachher ein bisschen kniffliger, ja, aber wir haben unseren ersten Kampf auf jeden Fall in der Arena gewonnen. Zack, 1-0 steht's für uns, ja. Und das sieht doch schon mal auf jeden Fall ganz gut aus, so, ne? So, jetzt wäre natürlich ganz nice, wenn wir irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein Sammelalbum irgendwo herkriegen würden, ne? Wir haben hier einen Geschicktrank. Komm, wir nehmen mal ein bisschen Alu, ne? Also, wie gesagt, das ist jetzt hier nicht irgendwie professionell. Das ist einfach nur just for fun. Und da haben wir den ersten Schlüssel auch schon mit Stufe 10, Stufe 11, ja. Und haben den ersten, ach so, das Gespenst war das gewesen, okay. Vielleicht kam danach das Skelett, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die erweiterten Katakomben, den ersten Gegner. Und das sollte unser Ziel sein, dass wir den besiegen, ohne dass wir irgendwo einmal hier in der Zeit draufgehen. So, ne? Wir skillen erstmal ein bisschen weiter. Ne? Arena-Angriffe können wir noch weiter machen, lohnt sich aber nicht, weil die Pilze möchte ich natürlich auch ein bisschen sinnvoller investieren, sag ich mal. Und wir drehen auch schon ein bisschen am Rad, würde ich sagen. So, zack. Ist natürlich, sollte man sich natürlich auch alles für fürs Ende des Tages aufbewahren. Dann nehmen wir mal den einfach. Es war kein Geschick drin, aber hat ein bisschen mehr Rüstung und hat auch noch Ausdauer als Ausgleich. Ja, genau. So sieht das Ganze aus. Leute, lasst mich gerne mal wissen, was ihr von der Challenge haltet. Ob man das noch irgendwie ein bisschen optimieren könnte. Wie gesagt, es könnte sein, dass wir morgen schon draufgehen werden, dass das hier nämlich schon die letzte Folge ist. Wir werden mal noch ein bisschen uns wappnen, ne, dass wir hier vielleicht noch den ein oder anderen Trank mitnehmen können. 2 Eugen 44 kostet hier ein Geschicktrank. Ich hatte auch schon Ausdauertrank gesehen und der hier kostet 15 Pilze. Das ist natürlich nicht sehr ratsam, ja. Da werden wir mal schauen, vielleicht blättern wir noch ein, zwei Mal. Okay, wir haben zumindest schon mal einen Ausdauertrank am Start. Dazu müssen wir nochmal in die Alu reingehen hier. Ja. Und nochmal ein bisschen aufleveln und dann können wir uns hier den Ausdauertrank auch noch snacken. Eigentlich könnte man sich auch den Stärketrank, weil wir kriegen sowieso hier keinen großartigen oder vielleicht einen Glückstrank oder so. Weil den Flügeltrank kriegen wir sowieso nicht, weil wir hier halt Free-to-Play erstmal am Zocken sind so. Und ja, bisher haben wir noch zumindest überlebt. Ja, ich finde es ganz witzig, muss ich sagen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ja, ob ihr das feiert oder eher nicht so. Aber ich finde es relativ interessant. Ne? Und ja, ich werde hier auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Viel mehr bleibt mir ja gar nicht übrig, als meine Alu zu machen, weil Sammelalbum kann ich eh noch nicht finden, würde mir auch nichts bringen, weil ich ja sowieso Free-to-Play spiele. Das heißt, ich kann sowieso nicht mich dumm und dämlich farmen in der Ehrenhalle, beziehungsweise mein Charakter irgendwie verbessern und meine Sammelalbum-Einträge irgendwie verbessern. Weil mir ja dazu sowieso die Pilze fehlen. Also eigentlich hätte ich auch den Code noch ein bisschen später einlösen können, aber gut, sei das mal dahingestellt, ne? Werden wir uns erstmal ein bisschen drauf konzentrieren hier, dass wir noch ein paar Skills zusammenkriegen. Ich weiß, ich habe gar keinen Plan, ab wann das Gespenst nachher machbar ist, so, ne? Also ich würde es mir tatsächlich noch aufheben. Ich würde es noch nicht direkt angreifen. Ich würde noch irgendwie, keine Ahnung, eine neue Waffe finden, mich neu equippen und so und generell noch ein bisschen stärker werden, aber ich glaube, den schaffen wir heute nicht. Also, keine Ahnung, ich muss da echt mal schauen. Ich habe überhaupt gar keinen Plan, was der für eine Werte hat.
um den halt ja irgendwie ansatzweise legen zu können. Ich kann mal nebenbei mal schauen. Das war, glaube ich, ja, bei 4M7, bei den Dungeons vielleicht. Das Gespenst. Ja. Hier, da haben wir es. Gespenst. Ist ein Magier, das ist schon mal scheiße. Stärke, ja, Stärke, Geschick 52, Intelligenz 104, Ausdauer 77. Ja, da kommen wir mit unseren Werten noch nicht ganz ran, aber es ist definitiv machbar. Das heißt, ich würde mal einfach so sagen, nachdem wir heute unsere Alu gespielt haben, könnte der tatsächlich schon liegen. Ich glaube, das sollte nicht so das Problem sein. Wenn wir vielleicht noch eine neue Waffe kriegen oder so, oder ein bisschen Equipment. Haben wir schon einen Ring eigentlich? Nee, haben wir noch nicht. Hat der irgendwelche Stärke, Geschick? Nehmen wir einfach mal mit. Just for fun, damit wir hier schon mal ein bisschen equipped sind. Ja, ich habe mich übrigens jetzt bei dem Try, habe ich mich jetzt für den Kundschafter entschieden, weil ich finde, overall gesehen ist das so die... Oh, eine neue Waffe haben wir da. Geschick. Ja, die ist schon nice, ne? Die kann man schon nehmen. Overall gesehen würde ich mal behaupten, ist der Kundschafter so die gebalancete Klasse von allen. So. Also die ist so well-rounded, würde ich mal so sagen. Und deswegen habe ich mich so für die Klasse entschieden. Ja, kann man nächstes Mal auch vielleicht noch mit einer anderen Klasse starten. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind da grenzenlos. Und ja, ich würde aber ganz gerne tatsächlich versuchen, erstmal Tag 1 zu überleben. So, Tag 1 werde ich auch schaffen, aber nachdem das Video hier online kommt, werde ich mal gucken, ob wir mittlerweile dann schon abgefarmt worden sind oder ob wir irgendeinen Kampf dann verloren haben, weil darauf kommt es ja dann nämlich an. Dann müssten wir halt eben den, ja, die Challenge neu starten, beziehungsweise den Charakter hier dann eben löschen, weil der halt eben nicht mehr irgendwie zählt, so denn, ne? Dann ist er halt tot, so, ne? Das ist halt das Ding so bei Shakes and Fidget irgendwie, das ist halt ein Endlos-Game, ne? Aber ich habe mir so gedacht, ey, das kann man so mal vielleicht auch ein bisschen mehr Hardcore aufziehen, die ganze Sache. Und wenn man halt eben einmal drauf geht, jo, dann war es das halt gewesen. Ja, ich weiß ja nicht, also von den Stats her, ich weiß ja nicht, 1600 Leben hat er auch. Ob wir den schon besiegen könnten? Ich glaube, nachdem wir unsere Alu weggesoffen haben, geht das auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hätte einfach vielleicht ein bisschen warten sollen mit dem Schöpfer-Toast. Ja, dann hätten wir jetzt noch ein bisschen besseres Item am Start. Und das ist ja immerhin schon Epic, ne? Und Epic ist ja, naja, bekommt man halt offiziell erst ab Stufe 50, kannst du halt so Epics im Shop freischalten. Und deswegen ist es natürlich ein gutes Nice to have, wenn wir schon ja, den Schöpfer-Toast bzw. ein Epic vor Stufe 50 haben. Ne? Und vor allen Dingen für unsere Challenge glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Ach, ich traue mich nicht, den anzugreifen. Ne? Ich weiß nicht, wann wir... Das ist halt großes Risiko. Ne? Das ist ganz, ganz großes Risiko. Aber irgendwie auch geil. So, wir werden mal noch den zweiten Arena-Angriff nachher noch starten. Den sollten wir jetzt mittlerweile auch easy schaffen, weil wir jetzt ja mittlerweile auch schon deutlich höher sind vom Level her. Und dann würde ich sagen, war es das heute für die allererste Folge von dem Pilotprojekt. Ja, keine Ahnung, ich habe noch keinen genauen Namen dafür. One Death Challenge. Ja, keine Ahnung, wie ich es genau nennen werde. Und dann mal schauen, ob wir dann auch den morgigen Tag überleben werden. Ne? Kann ja auch sein, dass wir nicht unbedingt gesniped werden von irgendwo, sondern dass uns einfach random irgendjemand in der Ehrenhalle angreift. Und ja, wir dann halt eben so, tot sind, ne? Und wir nichts machen können. Großartig, ne? So, wir gehen noch ein bisschen ins Hauptattribut, Nebenattribut. Ja, hier kann man noch ein bisschen reinskillen, noch ein bisschen Gold verschwenden, ne? Und ja, mehr am Glücksrad kann ich jetzt momentan auch nicht drehen. Ich habe halt auch keine Lucky Coins und nix. Und ja, für Pilze, weiß ich nicht. Da lege ich die dann lieber langfristig in Alu an. Ist halt eben nur die Sache, wie langfristig werde ich auf dem Server hier spielen, ne? Das kann halt morgen schon vorbei sein, ne? Intelligenz, Ausdauer. Ja, dann, ich glaube, dann nehmen wir mal den Gürtel mit ein bisschen
ja, wir achten mal eher so beim Questen darauf, dass wir hier jetzt ein relativ gutes Equipment für den Anfang bekommen. Damit wir uns vielleicht so einigermaßen wehren können gegen andere Gegner. Ne? So, hier haben wir noch, ja, Geschick. Wir haben einen mit Ausdauer 14, ne? Das ist schon nicht verkehrt. Ich meine, der hat mehr Rüstung und so. Aber, ja, Ausdauer ist auch schon nicht ganz ohne. So. Es ist natürlich auch relativ bitter, sag ich mal, dass wir die ganze Alu hier wegnehmen, ohne halt irgendwie das Sammelalbum zu haben. Aber ja, was willst du machen, wenn du es halt, ja, ich habe ein, zwei Mal probiert, wenn du es nicht findest. Ne? Wie gesagt, wir mussten es halt füllen und dazu mussten wir halt in der Arena, beziehungsweise in der Ehrenhalle und dort halt eben die Leute abfarmen und das geht halt eben mit unserem Pilzeinsatz hier nicht. So, Versuch Nummer 2 werden wir easy schaffen. Ja, wir sind ja schon deutlich stärker als die vor uns gewesen sind. Hier, One-Shot. Ja, und damit sind wir wieder ein paar Ränge aufgestiegen. Und ja, ich werde jetzt noch das letzte bisschen Alu spielen für den heutigen Tag. Und ja, dann werden wir mal schauen, ob es morgen mit der Folge hier schon weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Oder ob wir hier jetzt mittlerweile denn schon von irgendwelchen Leuten abgefarmt worden sind. Es steht jetzt 2-0. Ja, wir sind bisher noch ohne Tode durchgekommen. Und ja, kann sich aber über heute Nacht natürlich ändern. Ne? Werde ich euch dann rechtzeitig Bescheid sagen. Okay, wir blättern mal noch einmal. Ja, Ausdauer und Glück. Das ist Intelligenz. Das würde ich schon gerne nehmen. Das ist ein gutes Item, aber nicht für 6 Pilze. Das tut mir auch leid an der Stelle. Na gut, Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Und ja, lasst mich wissen, was ihr von der Challenge haltet. Okay, das war's. Wie gesagt, wir hören uns morgen wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal.